Hier ist der Benny von Öventura und ich stehe hier auf unserer Hausmesse, Tentipi-Ausstellung Corona Edition. Warum Corona Edition? Weil wir wären jetzt eigentlich auf dem Camp in Frankreich. Aus gegebenem Anlass findet es nicht statt. Und stattdessen gibt es hier eine Ausstellung und ihr müsst euch leider anmelden. Nur so kann das hier stattfinden. Das könnt ihr telefonisch unter 07641 9539 428, das wird dann aufs Handy umgeleitet, oder per Mail an mail@öventura.de. Ich mache mit euch eine kleine Rundtour, 360 Grad, das heißt, ihr könnt euch rundherum umschauen. Das geht am besten mit dem Chrome-Browser. Ja, folgt mir einfach mal, habt gar keine andere Wahl. Wir starten hier mit diesem Holzgestell. Das ist aus der Adventure-Serie das Adventure Pole Set und zeigt, dass man statt den bekannten Mittelstangen auch jedes Zelt der Größe 5 bis 9 mit einem Holzgestänge betreiben kann. Dazu könnt ihr von uns die Hardware bekommen, also dieses Zeltgelenk und diese Verbindergurte, und da sieht man noch ein bisschen ein Drahtseil blitzen, vielleicht sieht er das, und bekommt von mir die Pläne und die Maße und könnt euch die Holzstangen selber schnitzen oder klar natürlich auch käuflich erwerben. Das ist eine schicke Sache, vor allem wenn man mal länger irgendwo steht. Jeder, der ein Kanu transportieren kann auf dem Dach, der bekommt auch die Holzstangen da drauf. Dann hier neben mir ein Zircon 5 mit Tarp 5 oder Canopy 5 als Vorbau. Hier unten sieht man noch einen Regenhut, der passt auf die Größen 5, 7 und 9. Und hier sind wir jetzt also im Zircon 5. Das ist ein schönes Zelt für 2 bis 3 Personen, die haben da komfortabel Platz. Stehhöhe dann, wenn man das Mückennetz aufzieht, dann kann man sich auch noch stehend da umziehen. Der Kopf, der steckt halt dann da oben drin. Kommen wir schon zum ersten Highlight 2020. Hier steht das schöne Olivin 2 CP. CP steht für Cotton Polyester. Das heißt, entgegen dem Vorgängermodell, dem Light, ist es hier ein schönes Baumwollmischgewebe. Hier mit dem kleinen schönen Vordach. Der Stefan hat hier sein Schnitzmesser geschwungen und schöne Haselnuss-Tarpstangen geschnitzt. Hier, guck mal. Schön geworden. Und so steht das Ganze schön stramm da. Man kann das wahlweise mit 2 oder nur mit einem. Der Stefan hat es jetzt mal mit 3 Stangen ausprobiert. Funktioniert offensichtlich. Hier mit einer schönen Y-Gabelung kannst du hier noch die Jacke dranhängen. Dann sind wir hier im Olivin 2. Passend für eine Person mit viel Gepäck oder zu zweit. Da ist ein Boden hier drin. Den kann man öffnen per Klett. Kannst du also hier mit einem kleinen Ofen dir Wärme reinbringen, und oben ist ein Auslass für ein Ofenrohr. Ganz schicke Sache. Ich zeige euch das mal. Hier oben per Klettverschluss zu öffnen. Dann ist hier ein Olivin Kombi, auch mit Vordach. Ist hier ein älteres Modell schon. Die älteren Modelle haben noch keinen Klettstreifen über dem Eingang. Das kann man aber per Adapter, kann man sich das nachträglich hinzufügen. Hier selbe Größe wie das Olivin 2 CP. Nur eben Kombi heißt mit Innenzelt. Das heißt, ich habe hier Innenzelt mit hochgezogener Bodenwanne für absolute Insekten- und Nässefreiheit. Auch hier mit Vordach. Auch das wird ohne Tarpstangen ausgeliefert. Dann haben wir hier dieser Reihe entlang 3x Größe 7 Onyx, Zircon und Saphir. Einfach, dass ihr mal direkt vergleichen könnt. Das ist also hier gut Platz für 3 bis 4 Personen auf dem Boden schlafend.
Mit Feldbett ist nach 2 Schluss, also da habt ihr dann nicht mehr viel Platz, weil durch die Schräge kommt ihr weiter noch drinnen. Hier ist noch eine schöne Mittelstangenlampe. Das sind LEDs rundherum und die beleuchten das komplette Zelt flächig, ohne Schattenwurf durch die Mittelstange. Dann haben wir hier ein Zircon 7 Lite und zwar mit halbem Innenzelt. Halbes Innenzelt ist eine schicke Sache, wenn ich hier Matsch, Schuhe, irgendwas, aber ich möchte trotzdem eine trockene, insekten- und nässefreie Zeltkabine haben, dann ist das halbe Innenzelt das, was du haben musst. Zu zweit passt man hier super rein, vielleicht noch ein kleines Kind. So ist das konzipiert. Zuluftöffnung wird nach drinnen transportiert, kann man auch komplett öffnen, so dass man an die Öffnung da draußen drankommt. Dann hier gegenüber ist das Zircon 7 als Baumwoll-Variante ohne Zubehör. Einfach mal zum Sehen, was kann das Zircon 7. Man kann die Belüftungsöffnung hier oben, das Mückennetz zusammengerollt, Schmutzstreifen untenrum, eine Zuluftöffnung, kann man sich alles schön anschauen und vergleichen. Dann hier gegenüber ist ein Zircon 9 mit Canopy 7/9, also dem großen Tarp. Da kommst du auch mit Tischchen und Stühlchen, sagen wir 4 Personen, gut unter. Im Gegensatz zum kleinen Tarp, das dient eher dazu, trockenen Fußes in den Eingang zu kommen und die Schuhe mal stehen zu lassen, ohne dass es drauf regnet. Da zeigen wir mal einen halben Komfortboden. Das ist eigentlich auch eine schicke Sache. Anwendung vielleicht, wenn du ein halbes Innenzelt hast, belegst du die andere Hälfte mit einem halben Boden oder so wie hier gezeigt. Da ist man relativ flexibel. Dann hier Saphir 7 und zwar mit einem besonderen Highlight. Eins meiner Favoriten. Schau mal hier, ein halbes Innenzelt aus komplett Mesh-Gewebe, also ein Moskitonetz. Auch hier selbe Größe wie eben das andere Innenzelt gezeigt. 2 Personen plus Kind oder ohne Kind. Das Schöne ist, ich kaufe mir für viel Geld ein Baumwoll-Polyester-Mischgewebe als Außenzelt. Wenn ich dann ein Plastik-Innenzelt, sage ich jetzt mal salopp, da reinstelle, dann ist das teuer erkaufte Wohlfühlklima ist weg. Und mit dem Mesh-Innenzelt ist es nicht der Fall. Ich habe immer noch die Farbe, ich habe immer noch das Klima, aber trotzdem, wie es gern der Mitteleuropäer hat, eine hochgezogene Bodenwanne und absoluter Insektenschutz. Das gleiche natürlich hier als komplettes Innenzelt erhältlich. Hier steht ein komplettes Innenzelt 9 Mesh-Gewebe, auch mit hochgezogenem Boden und geschlossen, kein Reißverschluss. Das Schöne ist hier, zusammen mit dem Solo Pitching Kit kann ich das als Standalone-Lösung für laue Sommernächte, wie jetzt vergangene Nacht, liegst du hier auf dem Boden und hast den Sternenhimmel über dir. Das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. Man hat das Gefühl, man ist irgendwie geschützt, aber trotz allem sehe ich die Sterne, habe den Wind, wie jetzt gerade eben. Sehr, sehr schön. Macht Spaß, finde ich ein ganz tolles Produkt. Habe ich schon 3-mal darin geschlafen dieses Jahr. Und hier steht unser Glamping-Tipi, nämlich ein Saphir 9 mit Porch, also Apside 9, einem Pro-Boden komplett. Dann ist hier ein Winterwell-Ofen, hier mit Sichtschutzscheibe und einem kleinen Wassertank. Zack, zack.
Ja, das ist unser Family Tipi. Oh, Sauerei. Unser Family Tipi mit 3 Kindern. Da haben wir also Platz und können auch mal bei längerem Regenwetter drin verweilen, ohne dass einem die Decke auf den Kopf fällt. Ich habe volle Bewegungsfreiheit. Hier noch ein Wäschetrocknering. Also das ist so ein voll ausgestattetes Wohlfühl-Tipi. Einfach mal zum Zeigen. Dann steht hier ein Zircon 15. Einfach mal um ein geschlossenes Tipi der Größe 15 zu zeigen. Also hier habe ich jede Menge Platz. Tatsächlich ist es ein Zircon Flex. Das heißt, diese Stofflappen, die hier so runterhängen, hier auch schön eingerollt, die sind dazu zu zeigen, wie das Zircon Flex im aufgeklappten Zustand aussieht. Ja, ist eine ganz tolle Sache. Nebenan ein Saphir Flex Plus. Das Plus steht für ein Holzstangensystem, das wir entworfen haben, womit man einen Gruppenraum geschaffen hat, der, ich sag mal, für Waldkindergärten und andere naturpädagogische Gruppen optimal ist für 14, 15 Kinder, 2 bis 3 Erwachsene, die im Kreis herum um eine Feuerstelle sitzen. Ganz prima Sache. Hier mal eine Seite aufgestellt mit einer Neuheit. Im Moment noch ein Prototyp, nämlich hier einen kompletten Erker, also ein kompletter Vorbau. Auch hier in der Entwicklung noch ein Stoff, der das zumacht. Also wie beim Stratus, das Wallflex-System, wird es auch hier für das Saphir Flex geben. Damit bekommst du knapp 25% mehr Fläche. Und wenn ich alle Seiten öffne, also einen Riesenhut, dann kann ich unter jedes aufgestellte Element eine Biertischgarnitur stellen. Sternförmig, mal 8 Sitzplätze, mal 8 Biertischgarnituren sind 64 Personen unter Dach. Das ist schon was, und das mit unserem Stecksystem innerhalb von 10 Minuten alleine zu öffnen, kann man als Kindergarten auch mal eben schnell entscheiden. Die Sonne scheint, ich mache mir einen großen Sonnenhut, oder es regnet, wir platzieren uns alle drunter, wollen aber nicht im Tipi sitzen, Stichwort Hochsommer, sondern wollen unter einem Schutzdach sitzen und unsere Sachen machen, die man also macht. Und dann haben wir noch als schönes, besonderes Highlight ein Cirrus 20. Cirrus 20, das ist das kleinste Tipi aus der Event-Serie mit 6,50 Meter Durchmesser und einem Holzstangensystem Base. Das gibt es auch als Pro. Dann hat es eine ausgewiesene Statik. Auch das Tuch gibt es als Pro. Dann hat es Brandschutzklasse B2. Ganz, ganz tolles Tipi. Ich kann den Eingang 70 Grad öffnen, habe also einen Panorama-Eingang und gleichzeitig hinten den klassischen Eingang. Ja, hier noch den Tyro Pit als Feuerstelle, die sich optimal zusammen mit dem Cirrus 20, weil es ein Holzvergaser ist, habe ich kaum Rauch im Zelt. Ja, das ist unsere Ausstellung. Jede Menge zu sehen. Wir haben noch mehr Zubehör da, Heckler, Feuerschale, Lastenkraxe etc. etc. Und ich freue mich über euren Besuch. Wie gesagt, meldet euch an vorher, ruft kurz durch. Und wir werden das wiederholen im Juli und im August und im September. Ja, aber wenn du das Zelt sehen willst, kannst du es noch heute, morgen und Sonntag bis 14 Uhr tun. Bis dahin, euer Benny. Ciao.